Hallihallo. Ich bin Romina und bin wieder bei euch mit einem der wichtigsten Themen in der Medizin, insbesondere in der Physiologie. Ja, genau, das Herz. Bevor wir anfangen, klickt bitte auf Abonnieren, liket das Video und teilt es mit euren Freunden. Übrigens vergesst nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer mit Romina dabei seid und frühzeitig informiert werdet, wenn neue Videos hochgeladen werden. Habt ihr alles erledigt, dann los geht's. Zuerst eine kleine Info. Dieses Video über die Physiologie des Herzens ist in 2 Teile aufgeteilt. Verpasst also nicht den zweiten Teil, denn da möchte ich über die elektrische Physiologie und die Signale des Herzens sprechen. Außerdem lade ich ein separates Video zur Anatomie des Herzens hoch. Deshalb werden wir uns heute hauptsächlich auf die Physiologie konzentrieren und nur ein paar kleine Punkte zur Anatomie wiederholen. So, das hier ist unser Herz. Dieses muskulöse Organ hat selbst 4 Hohlräume, die für den Transport und das Pumpen des Blutes wichtig sind. Es gibt 2 Vorhöfe, die Blut von den Venen, also der Vena cava superior und inferior, sowie den Lungenvenen aufnehmen, und 2 Kammern, die das Blut zu den Arterien, also den Lungenarterien und der Aorta, weiterleiten. Durch die Verbindung von Herz, Lunge und Körperzellen entsteht ein kompletter Kreislauf. Aber wie reguliert das Herz dieses System? Genau, durch die regulierte Kontraktion seiner Muskeln. Auf diesem Bild können wir bereits den Herzzyklus erkennen. Wie ihr seht, hat das Herz eine Diastole und in dieser Phase entspannen sich die Muskeln, sodass Blut von den Venen in die Vorhöfe fließt. Danach gibt es eine Systole der Vorhöfe, damit die Kammern gefüllt werden. Anschließend kontrahieren die Kammermuskeln und pumpen das Blut in die Arterien. Natürlich benötigt das Herz für die Regulation dieses Zyklus elektrische Signale und die Aufnahme dieser Signale als EKG werden wir im zweiten Teil unseres Videos besprechen. Wie ihr wisst, hat das Herz 4 Klappen, die eine super wichtige Rolle spielen. Zwischen den Vorhöfen und den Kammern befinden sich die 2 Segelklappen, die Mitralklappe auf der linken Seite und die Trikuspidalklappe auf der rechten Seite. Und zwischen den Kammern und den 2 großen Arterien, also der Aorta und der Lungenarterie, haben wir die 2 Taschenklappen, die Aortenklappe und die Pulmonalklappe. Diese Klappen sorgen dafür, dass das Blut immer in die richtige Richtung fließt und nicht in den vorherigen Bereich zurückfließt. Ja, das gehört größtenteils zur Anatomie. Aber was ist für die Physiologie wichtig? Genau, wir müssen verstehen, wie diese Klappen in den verschiedenen Phasen des Herzzyklus funktionieren. Lasst uns das gleich genauer anschauen. Zuerst solltet ihr wissen, dass wenn allgemein von Systole und Diastole gesprochen wird, ohne Vorhöfe oder Kammern zu erwähnen, die Spannung und Entspannung der Kammern gemeint ist. Außerdem läuft die Systole der Kammern gleichzeitig mit der Diastole, also der Entspannung der Vorhöfe ab und umgekehrt. Kommen wir zur Situation der Klappen. Wir fangen mit der Diastole an. Wenn die Kammern sich entspannen, müssen sie gleichzeitig gefüllt werden. Das bedeutet, dass Blut aus den Vorhöfen in die Kammern fließen sollte. Dafür müssen die Segelklappen zwischen Vorhöfen und Kammern unbedingt geöffnet sein. Gleichzeitig müssen die Taschenklappen geschlossen sein, damit kein Blut von den Arterien zurück in die Kammern fließt. Aber wie sieht es in der Systole aus? In dieser Phase kontrahieren die Kammern. Das Blut sollte also von den Kammern in die Arterien fließen können. Dafür müssen die Taschenklappen geöffnet sein. Gleichzeitig darf kein Blut zurück in die Vorhöfe fließen, weshalb die Segelklappen geschlossen sein müssen. So schauen wir uns ein super wichtiges Diagramm an, das den Herzzyklus zeigt. Alles, was ihr über die Physiologie des Herzens wissen müsst. Ihr seht hier 2 Kurven. Die blaue Kurve zeigt den Ventrikeldruck, Ventricular Pressure, in Millimeter Quecksilbersäule und die pinke Kurve zeigt das Ventrikelvolumen, Ventricular Volume, in Milliliter. Oben im Diagramm sind die Phasen des Herzzyklus markiert. Isovolumetric Contraction, Ejection, Isovolumetric Relaxation, Rapid Inflow, Diastasis und Atrialsystole. Lasst uns das Schritt für Schritt durchgehen. Zuerst über Druck- und Volumenkurven. Die blaue Kurve zeigt den Druck im linken Ventrikel während eines Herzzyklus. Ihr seht, wie der Druck von etwa 0 mm Quecksilbersäule auf bis zu 120 mm Quecksilbersäule steigt und dann wieder abfällt.
Die pinke Kurve zeigt das Volumen im linken Ventrikel, das zwischen etwa 50 Milliliter und 130 Milliliter schwankt. Das Volumen nimmt ab, wenn Blut aus dem Ventrikel gepumpt wird und steigt wieder, wenn der Ventrikel sich mit Blut füllt. Lasst uns die Phasen des Herzzyklus durchgehen, die oben im Diagramm markiert sind. Erstens isovolumetrische Kontraktion, das ist der Start der Systole. Schaut auf die blaue Kurve, der Druck im Ventrikel steigt stark an, von etwa 0 mm Quecksilbersäule auf 80 mm Quecksilbersäule, weil der Ventrikel kontrahiert. Aber die pinke Kurve bleibt flach, das Volumen ändert sich nicht, weil alle Klappen, Mitralklappe und Aortenklappe, geschlossen sind. Das nennt man isovolumetrisch, weil das Volumen konstant bleibt. Zeitejection oder Auswurfphase. Jetzt steigt der Druck im Ventrikel, blaue Kurve, weiter, bis er den Druck in der Aorta übersteigt, etwa bei 80 mm Quecksilbersäule. Die Aortenklappe öffnet sich und Blut wird in die Aorta gepumpt. Schaut auf die pinke Kurve. Das Volumen fällt von etwa 130 Milliliter auf 50 Milliliter, weil Blut aus dem Ventrikel ausgestoßen wird. Der Druck erreicht hier seinen Höchstwert von etwa 120 Millimeter Quecksilbersäule. Das ist der systolische Druck. Dritt isovolumetrische Relaxation. Jetzt beginnt die Diastole. Die blaue Kurve fällt schnell ab, weil der Ventrikel sich entspannt und der Druck sinkt. Die Aortenklappe schließt sich, damit kein Blut zurück in den Ventrikel fließt. Schaut auf die pinke Kurve. Das Volumen bleibt konstant bei etwa 50 Milliliter, weil auch die Mitralklappe geschlossen ist. Wieder eine isovolumetrische Phase. Vierter schnelle Füllung oder Rapid Inflow. Sobald der Druck im Ventrikel unter den Druck im Vorhof fällt, öffnet sich die Mitralklappe. Schaut auf die pinke Kurve. Das Volumen steigt schnell an, von 50 Milliliter auf etwa 110 Milliliter, weil Blut passiv vom Vorhof in den Ventrikel fließt. Die blaue Kurve zeigt, dass der Druck im Ventrikel nur leicht ansteigt, auf etwa 5 bis 10 Millimeter Quecksilbersäule. 5. Diastase. In dieser Phase fließt weiterhin Blut in den Ventrikel, aber langsamer. Die pinke Kurve steigt nur noch leicht von 110 Milliliter auf etwa 120 Milliliter, weil der Druckunterschied zwischen Vorhof und Ventrikel kleiner wird. Die blaue Kurve bleibt fast konstant bei einem niedrigen Druck. 6. Atrialsystole, Vorhofsystole. Am Ende der Diastole kontrahieren die Vorhöfe, das ist die Atrialsystole. Das drückt noch ein bisschen mehr Blut in den Ventrikel. Schaut auf die pinke Kurve, das Volumen steigt auf etwa 130 Milliliter. Das ist das maximale Volumen, auch enddiastolisches Volumen genannt. Die blaue Kurve zeigt einen kleinen Druckanstieg, weil der Ventrikel sich weiterfüllt. So als Zusammenfassung der Volumenänderungen haben wir EDV oder enddiastolisches Volumen. Das ist das maximale Volumen am Ende der Diastole, etwa 130 Milliliter, wie ihr am höchsten Punkt der pinken Kurve seht. ESV oder endsystolisches Volumen. Das ist das minimale Volumen am Ende der Systole, etwa 50 Milliliter, wie ihr am tiefsten Punkt der pinken Kurve seht. Schlagvolumen oder Stroke Volume. Das Schlagvolumen ist die Differenz zwischen enddiastolischem Volumen und endsystolischem Volumen, also 130 Milliliter minus 50 Milliliter. Das ergibt 80 Milliliter. Das ist die Menge an Blut, die pro Herzschlag in die Aorta gepumpt wird. Schauen wir uns jetzt ein weiteres super spannendes Diagramm an, das den Herzzyklus zeigt. Diesmal seht ihr oben die Phasen Systole in Rot und Diastole in Blau und darunter verschiedene Kurven, die uns die Druck- und Volumenänderungen im Herzen zeigen. Wie ich schon erwähnt habe, werden wir das EKG in einem separaten Video ausführlich erklären, aber für heute machen wir eine kleine Einführung, damit wir den Herzzyklus besser verstehen. Fangen wir mit dem EKG an. Das ist die schwarze Kurve ganz oben im Diagramm, die die elektrische Aktivität des Herzens zeigt. Wir sehen hier die P-Welle, den QRS-Komplex und die T-Welle, die die Kontraktion und Entspannung von Vorhöfen und Ventrikeln anzeigen. Mehr dazu im nächsten Video. Heute konzentrieren wir uns auf die Druck- und Volumenänderungen. Kommen wir zu den Druckverläufen. Das ist der mittlere Teil des Diagramms mit 3 farbigen Kurven, die wir im letzten Diagramm nicht hatten. Schaut euch die lila Kurve, also der Aortendruck an. Während der Systole,
also in der roten Phase, steigt der Aortendruck, weil die Aortenklappe sich öffnet und Blut in die Aorta gepumpt wird. Der Druck erreicht etwa 120 mm Quecksilbersäule, das ist der systolische Druck. In der Diastole, der blauen Phase, fällt der Druck auf etwa 80 mm Quecksilbersäule, den diastolischen Druck, weil die Aortenklappe geschlossen ist. Seht ihr die kleine Delle in der lila Kurve, die mit Aortic Valve Closes markiert ist? Das ist der dikrotische Einschnitt, der entsteht, wenn die Aortenklappe schließt, ein typisches Merkmal im Herzzyklus. Die grüne Kurve zeigt den Druck im linken Ventrikel. Während der Systole steigt er stark an, auch auf etwa 120 mm Quecksilbersäule, weil der Ventrikel kontrahiert. Schaut, wie die grüne Kurve an der Stelle Aortic Valve Opens den Aortendruck übersteigt, genau da öffnet sich die Aortenklappe. In der Diastole fällt der Druck schnell ab, weil der Ventrikel sich entspannt. Die rote Kurve zeigt den Druck im linken Vorhof, der viel niedriger ist, etwa zwischen 0 und 20 mm Quecksilbersäule. Er steigt leicht an, wenn die Mitralklappe geschlossen ist. Seht ihr die Stelle Mitral Valve Closes? Da füllt sich der Vorhof mit Blut. Außerdem schauen wir uns die Bewegungen der Klappen an. Das ist im Diagramm mit Punkten und gestrichelten Linien markiert. Zuerst die Aortenklappe als Vertreter der Taschenklappen. Set den Punkt Aortic Valve opens. Das ist, wenn der Druck im linken Ventrikel, grüne Kurve, den Aortendruck, lila Kurve, übersteigt. Die Aortenklappe öffnet sich und Blut wird in die Aorta gepumpt. Am Ende der Systole, bei Aortic Valve Closes, fällt der Ventrikeldruck unter den Aortendruck und die Aortenklappe schließt sich, um einen Rückfluss zu verhindern. Das ist die Stelle mit dem dikrotischen Einschnitt in der lila Kurve. Und dann kommt die Mitralklappe als Vertreter der Segelklappe. Schaut auf Mitral Valve Closes, das ist zu Beginn der Systole, wenn der Ventrikeldruck, grüne Kurve, den Vorhofdruck, rote Kurve, übersteigt. Die Mitralklappe schließt sich, damit kein Blut zurück in den Vorhof fließt. Bei Mitral Valve Opens in der Diastole fällt der Ventrikeldruck unter den Vorhofdruck, die Mitralklappe öffnet sich und Blut fließt vom Vorhof in den Ventrikel, das ist die Filling-Phase, die in blau markiert ist. Gehen wir zum unteren Teil des Diagramms, die schwarze Kurve zeigt das linksventrikuläre Volumen. Das kennen wir schon. Das enddiastolische Volumen ist etwa 130 Milliliter, das endsystolische Volumen etwa 50 Milliliter und das Schlagvolumen beträgt 80 Milliliter. Die Unterphasen der Systole und Diastole, wie IVC, Ejektion, IVR und Filling, haben wir im letzten Diagramm schon besprochen. Neu ist hier, dass die Filling-Phase in 2 Teile unterteilt ist. Passive Füllung, wenn das Blut passiv in den Ventrikel fließt, und aktive Füllung durch die Vorhofkontraktion, das sehen wir auch im ersten Diagramm bei der Atrialsystole. Zum Abschluss, dieses Diagramm ergänzt das erste super, weil es die Druckverläufe und Klappenbewegungen detailliert zeigt. Störungen im Herzzyklus, wie Klappenfehler, etwa eine Aortenstenose oder Mitralinsuffizienz, können diese Druck- und Volumenverhältnisse verändern. Ein gutes Verständnis ist wichtig für die Diagnose von Herzkrankheiten, zum Beispiel mit einer Echokardiographie. So Leute, das Wichtigste zum Schluss. Vergesst nicht, RomiMed zu abonnieren, dieses Video zu liken und es mit euren Freunden zu teilen. So könnt ihr euch optimal auf medizinische Themen vorbereiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss!